So, ich möchte euch wieder herzlich begrüßen hier bei meinem Kanal. Und heute möchte ich das Baumharz reinigen, das was ich beim letzten Video gefunden habe. Also reinigen für die Weiterverwendung. Im Laufe der nächsten Videos werden wahrscheinlich einige Verwendungstipps für das Baumharz folgen. Und dafür habe ich eine beschichtete Pfanne und beschichtete Formen. Also das sind so wie eine Bahnform ist das. Also schauen, wie das funktioniert, weil die habe ich jetzt gekauft. Bin ich schon ganz gespannt. Sonst kann man es auch ganz normal aufs Backpapier gießen, das Baumharz, das ist auch überhaupt kein Problem. Bitte beim Sammeln möchte ich jetzt nochmal erwähnen, bitte verletzt den Baum nicht dabei, denn der Baum verschmiert eigentlich seine Wunden damit, dort wo er Verletzungen hat. Also bringt ja das Harz zum Einsatz. Also wenn man das Harz dann komplett entfernt, verletzt man den Baum eigentlich. Ja, was braucht man sonst noch? Moment. Ich werde jetzt mal vorerst das Harz erhitzen und dann geht es gleich weiter. So, jetzt habe ich das Baumharz in der Pfanne. Natürlich mit einer niedrigen Stufe, wie man sieht. Also jetzt werde ich das mal langsam erwärmen und eventuell noch einen kleinen Deckel drauf geben. Und dann geht es wieder gleich weiter. Hier ist der Rest noch. So, schon ein bisschen brauchen, schauen mal. Also währenddessen ich das Erhitzen des Harzes jetzt im Schnelllauf abspielen lasse, wie man sieht, oben im linken Winkel reguliere ich die Hitze immer auf und ab. Also, weil man muss auch vorsichtig sein, da das ein Brandbeschleuniger ist und natürlich auch zu brennen beginnen kann. Nicht so leicht, aber es ist natürlich möglich. Und ich möchte gleich kurz ein paar Verwendungsmöglichkeiten aufzählen. Und zwar kann man eine super Pechsalbe draus machen, die irrsinnig gut riecht. Und das wird auch mein nächstes Projekt, das werde ich auch reinstellen wieder in meinen Kanal. Natürlich kann man auch ein Kolophonium machen, der was eine Violine oder ein Streichinstrument spielt. Der kennt das vielleicht, denn der Bogen wird damit eingerieben, damit er die Saiten super zum Schwingen bringen kann. So, jetzt ist das Erhitzen schon zum Ende und die weiteren Tipps muss ich vielleicht am Ende einfügen. So, mittlerweile ist jetzt das Harz flüssig geworden. Ein Teil ist noch ein bisschen fest, aber so im Großen und Ganzen ist es schon flüssig. Dann sollte man ein kleines Sieb vorbereiten. Ich werde es ja nur grob reinigen, damit die Rindenstücke draußen sind und so. Wie ihr gesehen habt vielleicht, ich habe nicht viel reingetan, es kocht leicht über, deswegen unbedingt aufpassen, nicht übertreiben mit den Reingeben. Und jetzt werde ich schon die erste Form gießen. Moment. So. So, jetzt habe ich mich entschieden, dass ich noch extern drauf spreche, wenn so längere Pausen sind. Man kann natürlich auch Terpentin destillieren daraus. Das wäre auch zum Versuchen, aber ich habe so einen 5 Liter Destillierkolben und der ist dann fast zu groß, aber ich werde mir da was einfallen lassen, dass ich vielleicht eventuell mein eigenes Terpentin herstelle und euch das mal zeige. Den Klebstoff werde ich natürlich auch machen und den brauche ich noch sowieso fürs Fass. Der ist auch nicht so aufwendig, also so schwer zum Herstellen, werde ich natürlich auch reinstellen. Man kann gern einen Löffel oder eine Gabel nehmen zum Rühren, damit sich ein paar Teile noch lösen. Man sieht, läuft das Harz super ab. Und eins muss ich noch unbedingt sagen, aufpassen in der Küche mit diesem Harz. Im Prinzip ist das ein Brandbeschleuniger, ein böser noch dazu. Also, dass ihr bitte eure Küche nicht jetzt da einer Gefahr aussetzt oder so, oder euch, ihr euch. So, das war mal der erste Teil. Das Harz ist jetzt drinnen. Es tropft noch. Gut, den restlichen Teil gebe ich in die Pfanne
Das kann man auch super zum Anheizen verwenden. Das Sieb würde ich empfehlen. Auch die Reinigung ist sehr interessant, weil das Baumharz ist nicht wasserlöslich. Deswegen kann man es eigentlich nur mit Öl oder mit Alkohol reinigen. Jetzt lasse ich mal den Bahn aushärten. Inzwischen mache ich noch die anderen fertig, damit ihr dann seht, wie das ausschaut im fertigen Zustand. So, mittlerweile ist auch schon die zweite Pfanne fertig und jetzt zeige ich euch die zweite Variante. Man muss natürlich keinen Bahn gießen. Schaut zwar irrsinnig schick aus, aber man kann ja auch das Ganze auf ein Backpapier gießen. Es gibt natürlich auch Räuchermöglichkeiten, zum Beispiel Weihrauch und Myrrhe sind natürlich auch Baumharze, die dann geräuchert werden. Hoppala, jetzt ist mir das ein bisschen übergegangen. Früher wurden auch Pfeilspitzen verklebt, also Pfeilspitzen wurden auf die Pfeile geklebt mit einer Art, also mit dem Kleber, was ich euch dann zeige in den nächsten Videos, wie man den herstellt. Also Spitze, das ist ein guter, nicht hitzebeständiger Klebstoff. Also mit Hitze löst er sich dann wieder. Ein bisschen mehr verwendet. So, jetzt habe ich es bald. So, das lassen wir da mal. Bitte aufpassen auch, gell? Das Harz biegt ja irrsinnig gut. Zum Beispiel kann man ja auch Lacke damit machen. Früher haben sie Lacke auch damit gemacht. Leider habe ich jetzt ein bisschen Dreck drinnen. Also von der Rinde ein bisschen was dabei. Leider. Aber das bleibt halt oft nicht aus. Man kann es ja auch gerne ein zweites Mal sieben. Ich finde es aber nicht notwendig. Zur Weiterverarbeitung reicht es schon so. So. Sehr gut. So, ich habe den Herd auch wieder angepatzt. Sehr toll. So, jetzt habe ich hier die beiden Produkte. Leider sieht man, ein bisschen sieht man schon auf der Kamera, wie das glänzt. Also man sieht, wie ein Klarlack. Im Prinzip kann man ihn auch als Klarlack verwenden. Aber natürlich, vielleicht erinnert es den einen oder anderen, der was vielleicht ein Streichinstrument spielt. Kolophonium wird zum Beispiel auch daraus gemacht, wenn man es lange verdunsten lässt. Also das ist mal das reine Produkt. Am Schluss des Videos werde ich vielleicht noch, ein paar Verwendungsmöglichkeiten dann für das gereinigte Wachs. Hier habe ich leider ein bisschen Mist reinbekommen, aber das ist noch so schlimm. Das werde ich brechen und das Rauslösen aus der Form zeige ich euch in Kürze. Ich habe das Harz jetzt in den Kühlschrank gegeben und zu trocknen. Jetzt sieht man schon, es löst sich super vom Backpapier. Leider habe ich ein bisschen Mist dabei. Es bricht auch. Man kann es super lagern, so auch. Man muss nicht zwingend eine Bahnform machen. So kann ich den Mist auch rauslösen. Ja. So, dann sage ich wieder danke fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Über ein Abo würde ich mich natürlich wieder freuen. Und bis zum nächsten Mal im Wald.